Hier stand mal der beste Club der Stadt. 27 Jahre lang. Legendär. Menschen haben hier Freundschaften geschlossen, Beziehungen begonnen und mindestens einer hatte seinen Autoschlüssel, seine Würde und die Kontrolle über sein Leben verloren. In genau der Reihenfolge. Und heute Stuttgart 21. Das ultimative Monument schwäbischen Größenwahns. In den letzten 10 Jahren hat in Deutschland fast die Hälfte aller Clubs zugemacht. Die Hälfte. Stell dir vor, jede zweite Freund von dir verschwindet einfach. Bei manchen von euch wäre das komplette Adressbuch. Ich weiß. Das ist die bittere Bestandsaufnahme. Die echten dreckigen Läden sterben aus. Was übrig bleibt, sind durchgentrifizierte, laktosefreie Wohlfühloasen. Maßgeschneidert für eine Generation, die kollektive Panikattacken bekommt, wenn sie beim Pizzadienst anrufen muss, anstatt stumm über eine App zu bestellen. Was ist passiert? Wer hat uns den Stecker aus dem Arsch gezogen? Wir ermitteln investigativ. Fangen wir da an, wo jeder gute Journalismus anfängt. Mit Zahlen, die einem den Abend versauen. Ich bin schließlich nicht nur hier, um gut auszusehen. Was mir laut den Kommentaren unter dem letzten Video nicht gelingt. Reden wir über Geld. Gehen wir einen typischen Abend im Jahr 2026 mal chronologisch durch. Anfahrt, 15 € für ein Uber, weil der Zug mal wieder ausfällt und mein Ticket eigentlich nur eine monatliche Spende an einen korrupten Verein ist. Eintritt, 20 bis 25 €. Für was? Ein Türsteher, der aussieht wie ein schlecht animierter NPC, der als Kind so wenig umarmt wurde. Und dann die Bar. Hinterm Tresen ein Typ mit einem Schnurrbart, der aussieht, als hätte er sich Schamhaare ins Gesicht geklebt. Verlangt für einen lauwarmen Gin Tonic 14 €. Kartenzahlung erst ab 20 €. Wenn ich heute in den Club gehe und an der Bar 2 Drinks bestelle, ist mein Dispo so hart im Minus, dass Christian Lindner persönlich vorbeikommt, um ihm ein ungebügeltes Hemd wegzupfänden. Die Inflation hat das Nachtleben überrollt. Den Betreibern wird von allen Seiten die Luft abgeschnürt. Die Energiekosten für die riesigen Soundanlagen und Kühlschränke sind explodiert. Die Mieten im Innenstadtbereich sind so pervers hoch, dass du als Clubbesitzer eigentlich noch 3 verschiedene Dropshipping-Gewerbe parallel laufen lassen musst, um die Pacht zu decken. Und dann ist da noch die GEMA. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Klingt wie eine Geschlechtskrankheit, fühlt sich für Clubbesitzer auch so an. Die GEMA berechnet einem Club Gebühren nach Quadratmeter, nach Öffnungsstunden, nach Eintrittspreis. Das heißt, je mehr Menschen bei dir tanzen, desto mehr zahlst du. Das ist ein Geschäftsmodell, bei dem Erfolg eine Strafe ist. An Irrsinn eigentlich nur noch vom deutschen Baurecht zu überschatten. Aber gut, dieses Trauma haben wir bereits verarbeitet. Es ist ein Teufelskreis. Die Clubs brauchen unser Geld, wir haben kein Geld. Also bleiben wir am Freitagabend zu Hause, trinken zuckerfreie Hafermilch-Mate und analysieren unsere Situationships. Bis wir vor mentaler Erschöpfung um 21:45 Uhr einschlafen. Aber Kultur stirbt selten allein an mangelndem Kapital. Sie stirbt an falscher Toleranz. Das läuft doch überall nach demselben deprimierenden Muster ab. Ein Club existiert seit 30 Jahren in einem alten Industriegebiet. Dann beschließt ein Immobilieninvestor direkt daneben sterile Luxuslofts für wohlhabende Zahnarztehepaare aus Schwaben zu bauen. Die ziehen da ein, freuen sich über das Urbani-Hippie-Flair und dann 3 Wochen später rufen sie beim Ordnungsamt an, weil das Leben Geräusche macht. Und die deutsche Justiz, die bei Steuerhinterziehung von Großkonzernen gerne mal beide Augen zudrückt, kriegt bei einer Dezibelüberschreitung von 0,5 sofort den gottlosen Autoritätsmachtrausch. Weil ab 22 Uhr herrscht hier gefälligst Friedhofsruhe. Wir müssen morgen schließlich pünktlich um 8 die Kehrwoche machen und Steuern zahlen, damit die Rente von den Leuten gesichert ist, die uns gerade den Spaß verbieten. Ein herrlicher Kreislauf. Die Opfer dieses Kulturkolonialismus sind real. Der legendäre Knarrclub, wegen Lärmbeschwerden weggeklagt. Das Schwutz, Berlins ältester queerer Club, musste vor dem Miet- und Verdrängungsdruck kapitulieren. Und selbst das weltberühmte KitKat geriet durch die massive Neubebauung unter existenziellen Druck. Jetzt wird's kurz trocken, aber schaltet euer ADHS-Gehirn nicht direkt ab. Ich blende gleich Subway Surfers Gameplay unten ein. Für private Wohnungen gibt es so etwas wie eine Mietpreisbremse. Aber im Gewerbemietrecht, da herrscht der pure, ungedrosselte Jeff Bezos-Traum des Spätkapitalismus. Da gibt es keine Mietpreisbindung. Wenn der Mietvertrag eines Clubs nach 10 Jahren ausläuft, kann der Eigentümer, meistens irgendeine anonyme Investmentgesellschaft mit Sitz auf den Cayman Islands, die Miete für einen legendären Techno-Club mal eben um 300% erhöhen. Warum? Weil sie es können, weil es profitabler ist. Am Ende wird der Club dicht gemacht und an seiner Stelle entsteht ein großartiger, neuer, progressiver Raum. Ein Bio-Supermarkt oder eine Filiale der Stadtsparkasse.
Diese Gentrifizierungsdystopie muss man sich mit mindestens 3 Wodka Bull schön trinken. Wofür mir allerdings das Geld fehlt, weil dieser Kanal bisher kein Sponsoring hatte. Und was dieses Video angeht, ich weiß jetzt schon, dass YouTube mich für die ganzen Nummern über Drogen und Alkohol komplett demonetarisieren wird. Dieses Video wird mir genau 0 Euro einbringen. Was bedeutet, dass ich morgen früh um Punkt 8 Uhr wieder beim Amt anrufen muss, um der Sachberaterin zu erklären, warum meine Kreativphase als Influencer leider immer noch nicht die Miete für mein schimmliges Loch von WG-Zimmer abwirft. Grund Nummer 3. Jetzt wird's unbequem, denn dieser Grund bin laut Statistik ich. Meine Generation trinkt nicht mehr. Und hört zu, das ist ausnahmsweise, ganz ohne Ironie, nicht schlecht. 22.000 Krebs-Neuerkrankungen im Jahr gehen auf Alkohol zurück. Dass wir aufhören, systematische Selbstvergiftung als charmantes deutsches Kulturgut abzufeiern, das ist ein Fortschritt. Der Punkt ist nur, wir haben aufgehört zu trinken, aber wir haben vergessen, was wir mit der gewonnenen Nüchternheit anfangen sollen. Der Deal war ein anderer. Nüchtern zu werden sollte uns mehr Leben geben, nicht mehr Einsamkeit. Der Sinn war klarer, wacher, präsenter zu sein. Nicht mit ruinierter Dopamin-Baseline allein im Bett zu vegetieren und sich eine schlechte Reportage über das Clubsterben reinzuziehen. Früher, also in der Steinzeit, als die Leute noch kein LTE hatten, ging man in einen Club, um jemanden kennenzulernen. Du musstest dich für einen Aufriss noch 3 Stunden im Club zum Vollidioten machen. Atemalkohol ignorieren und hoffen, dass das Licht schlecht bleibt, bis man bei ihrem Bett liegt. Heute sitzen wir auf der Couch, wischen durch Gesichter wie durch einen Online-Katalog für Fast Fashion und wundern uns, warum wir uns so einsam fühlen. Wir haben das Dating komplett industrialisiert. Wir optimieren unsere Profile, analysieren die Red Flags im Chat und ghosten Menschen beim kleinsten Anzeichen von charakteristischer Tiefe. Wenn wir mal mit jemandem matchen, schreiben wir 3 Wochen lang ein absolut steriles „Hey, wie geht's? Gut dir? Auch gut?" Und wenn es dann zum Äußersten kommt, einem echten Treffen, sagen wir 2 Stunden vorher ab, weil der Vibe heute irgendwie nicht stimmt. Mein Datingleben spiegelt diese Entwicklung übrigens perfekt wider. Mein letzter echter Flirt war, als die DHL-Botin mich gefragt hat, ob ich das Paket für den Nachbarn annehmen kann. Und ich aus Versehen ja, mein Schatz, gesagt habe. Danach habe ich mich 3 Tage im Schrank versteckt. Und trotzdem sitze ich hier und erzähle euch, wie das Leben funktioniert. Weil es einfacher ist, das System zu analysieren, als die eigenen Probleme anzugehen. Das ganze Konzept hier ist im Endeffekt nur der klägliche Versuch, die eigene Bedeutungslosigkeit mit zynischen Monologen zu kaschieren. Hier wird's kurz ernst, aber bleibt dran. Eure Instagram-Sucht hält das aus. Clubs werden in der öffentlichen Debatte oft reduziert auf Drogen, Exzess, Saufen, Bass. Aber das ist eine unfassbar privilegierte bürgerliche Sichtweise. Für viele Menschen waren und sind Clubs die einzigen Orte, an denen sie überhaupt sie selbst sein konnten. Historisch gesehen, schauen wir uns die Wurzeln von House und Techno an, waren es queere, schwarze und ausgegrenzte Communities in Chicago, Detroit und später im wiedervereinigten Berlin, die diese Räume geschaffen haben. Warum? Weil sie auf der Straße bespuckt, diskriminiert und bedroht wurden. Der Club war ein Ort, an dem es scheißegal war, wen du liebst, wie du aussiehst, welches Geschlecht du hast oder ob du einfach nur eine wandelnde soziale Fehlzündung bist. Wenn wir zulassen, dass Clubs schließen, nehmen wir diesen Menschen dem Ort, an dem sie das erste Mal das Gefühl hatten, ich bin nicht falsch. Die Welt da draußen ist nur manchmal ein rassistischer, homophober Kackhaufen. Aber schmeißen wir die moralischen Argumente mal weg. Weil Kultur- und Minderheitenschutz für die politische Elite ohnehin irrelevanten Cringe darstellen, übersetzen wir das Clubsterben lieber in die einzige Sprache, die im Bundestag verstanden wird. Harte wirtschaftliche Zahlen. Die Berliner Clubkultur spült pro Jahr schlappe 1,5 Milliarden Euro in die Kassen. Jedes Jahr kommen im Schnitt 3 Millionen Touristen, nur für das Nachtleben. Die Leute fliegen aus New York, Tokio und Hintertupfingen ein, nur um sich von Sven Markart am Berghain-Eingang stumm ins Gesicht starren zu lassen und wieder nach Hause zu gehen. Und wer profitiert davon? Nicht nur die Clubbetreiber. Es ist eine wirtschaftliche Symbiose. Es ist der Späti-Besitzer, der morgens um 4 Uhr die 3. Packung Kaugummi und lauwarmes Bier an Menschen verkauft, die ihre Kiefergelenke nicht mehr unter Kontrolle haben. Es ist der Taxifahrer, der dich morgens um 6 Uhr nach Hause fährt und du ihm betrunken erklärst, dass dein toxischer Ex eigentlich eine gute Seele hat, während er stumm betet, dass du nicht auf seine Ledersitze kotzt, die Hotelangestellten, die Bäckereien, die Gastronomie. Wenn die Clubs sterben, bricht dieser ganze Apparat zusammen. Und was bleibt dann von Berlin? Wenn die Clubkultur weg ist, steht Berlin weltweit für absolut gar nichts mehr. Außer für einen Flughafen, der 10 Jahre zu spät fertig wurde, Clankriminalität im Görlitzer Park und Friedrich Merz, der dich um 3 Uhr morgens von der Tanzfläche zerrt, weil du diese Woche erst 60 Stunden geschuftet hast. Immerhin, und das sind wirklich gute Nachrichten, hat dieses Land nach Jahrzehnten mal gerafft, dass ein Club kein Puff ist.
Bis Mai diesen Jahres liefen Clubs in Baurecht nämlich auf einem Level mit Spielhallen und Laufhäusern. Jetzt sind sie offiziell Kulturstätten. Heißt konkret, besserer Schutz vor Verdrängung, leichtere Genehmigungen, Steuervorteile und staatliche Fördergelder. Ein Riesenschritt für die Clubszene. Kommt zeitlich halt nur ungefähr so pünktlich wie die Deutsche Bahn, nachdem die Hälfte der Läden schon pleite gegangen ist. Es gibt einen Ort, der jede Krise überlebt hat. Corona, Inflation, Nüchternheit, das Ende der Welt. Dieser Ort ist die letzte funktionierende Kirche Deutschlands. Der Dönerladen um 4 Uhr morgens. Schaut euch das an. Hier kommen alle zusammen. Der hyperaktive Crypto Pro und die non-binäre Performance-Künstlerin. Die überbezahlte Pilates-Influencerin und der unterbezahlte Lieferando-Fahrer. Der vegane Achtsamkeitscoach und der aggressive Shisha-Bar-Stammgast. Alle Schichten, alle Milieus, alle politischen Lager. Vereint in einer einzigen heiligen Frage, gestellt von einem Mann, der seit 30 Jahren derselbe Fels in derselben Brandung ist. Scharf? Das ist es, was wir verlieren, wenn das Nachtleben stirbt. Nicht die Musik, nicht den Alkohol, nicht mal den Rausch. Wenn wir diese Orte verlieren, verlieren wir die Fähigkeit, einander zufällig zu begegnen. Und eine Gesellschaft, die sich nie mehr zufällig begegnet, die kennt sich irgendwann nicht mehr. Wo zur Hölle treffen sich heute eigentlich noch verschiedene soziale Schichten? Im Internet? Vergesst es. Twitter oder X, wie es von Menschen genannt wird, die auch Elon Musk für einen genialen Denker halten, ist eine reine Echokammer des Hasses. TikTok zeigt dir nur das an, was dein sowieso schon geschädigtes Hirn sehen will. Auf der Straße schaut jeder nur noch starr auf sein Display, um bloß keinem Obdachlosen in die Augen schauen zu müssen. Die Algorithmen der Tech-Konzerne wollen uns isolieren, denn einsame Menschen konsumieren mehr. Sie wollen, dass wir in unseren Zimmern bleiben, uns im sinnlosen Kulturkampf zerfleischen und uns über Videos wie diese hier aufregen. Das übrigens gerne abonnieren dürft, damit ich mir endlich mal ein Bügeleisen kaufen kann. Der radikalste Akt des Widerstands in der heutigen Zeit ist es, das Smartphone wegzulegen, die Jogginghose gegen irgendwas einzutauschen, das zumindest im Dunkeln wie Kleidung aussieht, rauszugehen und echte Menschen kennenzulernen. Wenn wir das nicht tun, dann sitzen wir in 10 Jahren alle allein in unseren sterilen, smarten Wohnungen, tracken unseren perfekten Puls, schauen uns KI-generierte Partys auf unseren VR-Brillen an und fragen uns, wann genau die Welt eigentlich so unendlich kalt und einsam geworden ist. Das hier ist kein Aufruf zum kollektiven Komasaufen. Es ist absolut nichts Schlechtes daran, dass wir weniger trinken. Eure Leber wird es euch danken und die Krankenkassen auch. Ich für meinen Teil werde heute trotzdem den ranzigsten Underground-Club der Stadt suchen, den verdammten Eintritt zahlen und mir Sekt Mate übers Hemd kippen lassen. Ich werde mit einer wildfremden Person über meine tiefsten Traumata reden, sofort ihren Namen vergessen und nach 3 Bier Wein meine Ex anrufen. Einfach nur, um mir zu beweisen, dass ich noch lebe. Wir sehen uns auf der Tanzfläche. Ich bin Simon Robe, das war Testkanal.